Das Wasser ist so Eis. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Kurz vor Weihnachten stand für mich die Entscheidung an, ob ich für die Feiertage in die Heimat fahre oder nicht. Und weil ich noch ein paar Tage Urlaub übrig hatte, habe ich mich entschieden, mit dem Rad zu fahren oder es jedenfalls zu probieren. Also habe ich schnell mal bei Komoot eingegeben, Start, Ziel, ein paar Freunde auf dem Weg gefragt, ob ich da vielleicht unterkommen könnte oder zum Mittag vorbeikommen könnte. Für die anderen Nächte habe ich mir noch Schutzhütten im Wald gesucht. Man muss ja auch mal probieren, bei Minusgraden draußen zu schlafen, dachte ich mir. Genau, und dann habe ich schnell irgendwie Sachen zusammengepackt. Da gibt es auch bei The Woman Alright eine Packliste. Den Link dazu tue ich in die Videobeschreibung. Und nach dem Packen ging es auch schon los. Guten Morgen. Die erste Hürde ist gemeistert und ich habe es schon mal geschafft aufzustehen. Es ist jetzt 4:58 Uhr und in 2 Minuten klingelt mein Wecker. Ich war früher wach. Yeah. Und deswegen kann ich jetzt noch frühstücken. Jetzt muss ich das alles anziehen. Es ist noch ganz schön dunkel. So kurz nach 7 Uhr morgens. Ja, Frischhaltefolie. Nicht das Beste, aber die habe ich schon seit 10 Jahren und sie kann ja mal weg. Zum Essen bin ich übrigens nicht dort sitzen geblieben, sondern ich bin mit der Stulle in der Hand direkt weitergefahren. Aber nicht, weil ich Zeitdruck hatte, sondern weil es ohne Bewegung einfach super schnell kalt wurde. Erlebnispfad Hopfen und Bier, falls ihr euch fragt, wo ich hier gerade lang fahre. Eine gute Stunde Pause reichten aus, um meine Klamotten zu trocknen, die von Nebel und auch Schweiß ganz schön nass waren. In der Zeit genoss ich eine Tasse Tee und eine Tasse Kaffee. 55 Kilometer lagen hier schon hinter mir. 86 Kilometer to go bis zu der Schutzhütte, in der ich die Nacht verbringen wollte. Dazu später mehr. Und plötzlich stand ich an dieser Baustelle. Absolutes Durchgangsverbot. Das Schild stand da nicht nur einmal, sondern 1, 2, 3, 4, 10 Millionen Mal. Mindestens. Okay, dann suche ich mir einen anderen Weg. Boah, da war gerade so ein richtig steiler Anstieg. Kopfsteinpflaster und gefühlt 30%. Puh. Aber es hat sich gelohnt, hier ist es richtig schön. Und weiter. Eigentlich hatte ich den ganzen Tag nur eins im Kopf, und zwar, dass ich die Nacht in einer Hütte im Wald verbringen wollte. In so einer Schutzhütte, die nicht gerade einladend und nicht gut verschlossen aussah auf dem Bild bei Komoot.
Aber das war die einzige, die ich dort in der Gegend gefunden hatte mit Bild. Deshalb hatte ich mich für die entschieden. Und den ganzen Tag habe ich eigentlich nur darüber nachgedacht, ob ich da wohl schlafen könnte oder ob ich irgendwie die ganze Nacht wach liege. Und am ersten Tag meiner Tour war ich eigentlich schon ziemlich K.O. Einfach nur, weil ich in der Nacht vorher nur, keine Ahnung, 3 Stunden geschlafen habe, weil ich nicht einschlafen konnte und dann super früh wach war. Um es kurz zu machen, nach viel hin und her und ungefähr 2 Stunden in einem Restaurant sitzen und ganz viel essen, habe ich mir eine Pension gebucht. Ich habe noch mit Nick telefoniert und einem Freund gefragt und nach Hilfe gefragt und nach Entscheidungshilfen. Letztendlich habe ich mich dann für eine Pension entschieden, musste dafür dann noch die Route für den nächsten Tag umplanen und von dem Restaurant aus noch 25 Kilometer ungefähr weiterfahren mit 500 Höhenmetern. Habe ich alles geschafft und habe gehofft, dass ich dann besser schlafen kann als draußen im Wald und am nächsten Tag fitter bin. Guten Morgen. Oh, ich hätte auch noch 5 Stunden weiter schlafen können. Aber 5:30 Uhr hat der Wecker geklingelt. Und jetzt muss ich mal schnell runtergehen, weil gleich gibt's Frühstück. Puh. Neue Freunde. Das ist der Bockelradweg. Dazu muss ich mir später noch mal was durchlesen, was das ist. Der Bockel ist ein 52 Kilometer langer Bahntrassenradweg im Oberpfälzer Wald. Er führt von Neustadt an der Waldnapp bis nach Eslarn. Ich esse gerade einen Riegel beim Fahren, damit ich vorwärts komme und damit mir nicht kalt wird. Endlich wieder Offroad, denn Fahrtwind bei schnelleren Geschwindigkeiten und eine starrere Sitzposition auf Asphalt ließen mich etwas auskühlen. Bester Gravel und Sonnenschein. Einfach richtig gut. Da ist die Sonne. Mittag gab es bei einer Freundin in der Nähe von Waldsassen. Dankeschön! Mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages brach ich wieder auf. Knapp 60 Kilometer und 600 Höhenmeter lagen noch vor mir. Tja, und irgendwann war ich im Wald. Noch 6 Kilometer bis zur Schutzhütte, in der ich schlafen wollte. Vereiste Wege. Hoffentlich nicht die ganze Zeit. Ich stieg immer wieder ab, um zu schieben, denn ein Unfall irgendwo im Wald in Tschechien bei -4 Grad war das Letzte, was ich wollte. Selbst wenn mein Standort mit Nick geteilt war und er bei seiner Familie im Erzgebirge war, würde es doch länger dauern, bis mich irgendjemand eingesammelt hätte. Um 19:40 Uhr erreichte ich die Schutzhütte. Kein Handyempfang. Logisch. Ich konnte also nicht Bescheid geben, dass ich angekommen war. Schnell packte ich mein Schlafequipment aus und zog mich als erstes um. Meine Downhose ist dabei echt ein Gamechanger. Das ist wirklich die beste Investition, die ich 2021 getätigt habe. Dann baute ich mein Bett, aß noch eine Stulle und putzte mir die Zähne.
Warm eingekuschelt in Daunenhose, Isolationsjacke und Schlafsack lag ich die Nacht relativ viel wach. -4 Grad. Das Wasser ist so Eis. Au. Guten Morgen. Gut geschlafen habe ich nicht, aber ich lag lange entspannt rum. Ja, es war eigentlich nicht zu kalt, nicht zu warm, keine Tiere, die geraschelt haben. Ich weiß auch nicht. So ganz bequem ist es einfach trotzdem nicht in so einem Schlafsack irgendwie da eine gute Position zu finden zum Schlafen. Jetzt bin ich schon wieder einige Zeit unterwegs. Sitzen fühlt sich wirklich nicht gut an auf dem Sattel. Beziehungsweise mit der Hose, die ist nicht für so lange Touren gemacht. Aber besser als eine kurze Hose. Weiter geht's. Jetzt schleift nur noch die Bremse, die mal justiert und entlüftet werden muss. Ach ja, das Sitzen tut natürlich auch noch weh. Deswegen fuhr ich heute relativ viel im Stehen. Und zwischendurch wurde mir auch noch richtig kalt, sodass ich meine Isolationsjacke übergezogen habe. Aber nicht lange, damit war es dann nämlich doch ganz schön warm. Bei diesem Anblick auf das Kraftwerk Lippendorf weiß man immer, Leipzig ist nicht mehr weit. Fast geschafft für heute. Leute, ich sag euch, dieses Wärmepad hier, das hat mir echt den Tag gerettet. Mein rechter Fuß tat schon so weh vor Kälte und alle Restaurants oder Cafés hatten zu. Ich konnte also nirgendwo reingehen, um mich mal aufzuwärmen. Aber mit dem Wärmepad ging es dann wieder. Mein zweites Problem an dem Tag, ich hatte nämlich erstens diesen kalten Fuß und zweitens mein gefrorenes Wasser. Ihr erinnert euch? Das war auch nicht so leicht. Also ich habe irgendwann eine Frau, die mit dem Auto irgendwo rumstand, gefragt, ob sie vielleicht Wasser hat, beziehungsweise eine Idee hat, wo ich was herbekomme. Und sie hatte eine geschlossene Flasche mit stillem Wasser da und die habe ich mir dann einfach auf mein Eis gegossen. Zum Glück. Naja, aber jedenfalls bin ich mit diesen 500 Milliliter Wasser über den Tag gekommen. Über 130 Kilometer, einige Stunden. Das muss man so nicht wiederholen. Also etwas mehr trinken ist dann doch ganz gut. Ich habe schon gemerkt, die Konzentration war nicht so auf der Höhe. Aber am Abend gab es dann ganz viel Tee und am nächsten Tag ging es mir dann auch wieder besser. Guten Morgen. Es ist schon ein bisschen später als gedacht. Ich wollte um 7 losfahren, jetzt ist es eher so 7:30 Uhr. Aber ich war heute früh etwas unorganisiert und musste alle Dinge, die ich machen wollte, ungefähr 3-mal tun. Genau, ich bin noch relativ K.O. Bin froh, wenn die Kilometer heute rum sind. Aber ich freue mich auch, jetzt gleich loszufahren und dann hoffentlich wieder einen Sonnenaufgang irgendwo zu sehen. Am Anfang habe ich mich heute gar nicht getraut, mich auf meinen Sattel zu setzen, denn ich hatte echt Angst davor, dass es wehtun würde. Irgendwann nach 500 Metern oder vielleicht auch erst nach einem Kilometer habe ich es dann gewagt und ich habe festgestellt, so sehr tut es heute gar nicht weh. Von dem Moment an schaute ich positiv auf den heutigen Tag und auf die heutige Etappe.
und freute mich über jeden Meter, den ich mit meinem Rad zurücklegen konnte. Okay, über jeden Meter habe ich mich vielleicht auch nicht gefreut. Hier zum Beispiel gefrorener Waldboden mit tiefen Fahrrinnen, da fuhr sich's echt nicht so gut. Oh geil, ich sag wie es ist. Wenn die Bremse nicht mehr schleift, fährt sich so viel besser. Ich war nämlich gestern noch im Bike Department Ost, hab mir da eine Sitzcreme geholt und mir wurde gleich noch meine Vorderbremse eingestellt und entlüftet. Hab ja gestern schon erzählt, dass die geschliffen hat. Ja, jetzt schleift sie nicht mehr. Badestrand. Heute nicht. Da war gerade so ein Kopfsteinpflasterstück, das kannte ich schon von meiner Fahrt im Mai in die Uckermark. Ich bin letztes Mal da schon schnell lang und dachte, ich gebe es mir heute auch noch mal. Also Vollgas. Das war ganz schön anstrengend. Jetzt erstmal durchatmen. Und demnächst mache ich Mittagspause. Zum Mittag gab es dann Kuchen, Kaffee und Tee. Ich habe ganz schön lange gebraucht, bis ich die 2 Stück Kuchen geschafft hatte. Das war dann doch mehr als gedacht. Hier dachte ich, ich fahre auf einen See zu, bis ich erkannte, Spargel. Nach einer erholsamen Nacht in Potsdam ging es heute nur noch 35 Kilometer weiter, denn entgegen meines eigentlichen Plans bis nach Prenzlau zu radeln, hatte ich umgeplant und wollte meinen Großvater in der Reha-Klinik besuchen und von dort aus den Zug für die letzten Kilometer nehmen. Hi, ich bin gerade an irgendeinem Bahnhof und gerade komplett verzweifelt, weil dieser Zug auf Gleis 4 fährt und Gleis 4 irgendwo zwischen Gleis 3 und 5 weiter hinten ist. Also der Zug war dann halt weg, als man irgendwann gecheckt hatte, dass es dieses Gleis überhaupt gibt. Und jetzt muss ich hier noch irgendwie 45 Minuten warten in der Kälte bei Schnee auf den nächsten Zug und das nervt mich gerade richtig. Oh Mann, ey. Ja, zum Ende kam dann noch ein bisschen Verzweiflung dazu, aber die Wartezeit ging dann auch irgendwie rum und bei meinem Vater zu Hause gab es dann Tee und was zu essen. Und dann war auch irgendwann alles nicht mehr ganz so schlimm. Die gesamte Tour tat einfach unfassbar gut und stellte einen wunderbaren Abschluss des Jahres dar. Tschüss!